Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem neuen Video. In dem heutigen Video soll es sich darum drehen, wie finanzieren wir unsere Weltreise, wie viel Budget haben wir eingeplant und wie haben wir es geschafft, so viel zu sparen. Also werden wir euch auch ein paar unserer persönlichen Spartipps verraten und wie wir es geschafft haben, dieses Budget aufzubauen. Gut, also kommen wir zu unserem Budget für ein Jahr. Das beträgt 15.000 € pro Person. Jetzt fragt man sich, wie sind wir auf die Zahl gekommen und ist es nicht voll wenig für ein ganzes Jahr? Man muss einfach mal bedenken, es ist eine Backpacker-Reise. Wir sind nicht in 5-Sterne-Hotels und im All-Inclusive permanent. Wir reisen mit einem Rucksack und übernachten in Hostels, in Airbnbs, vielleicht auch Couchsurfing, je nachdem. Und dementsprechend sind wir auf diese 15.000 gekommen, weil wir gedacht haben, 1.000 bis 1.200 sollte für einen Monat pro Person reichen. Und ja, man hat ja immer noch die Möglichkeit, während das Geld leer ist, nach Hause zu fliegen, oder man hat ja immer noch ein bisschen was beiseite als Notgroschen, sage ich jetzt mal. Dementsprechend, ich habe mich auch viel recherchiert, sind wir auf diese 15.000 gekommen und das wird natürlich ein Experiment und ihr werdet das miterleben, ob wir es schon nach 4-5 Monaten ausgegeben haben oder ob wir es wirklich schaffen oder sogar mit Geld nach Hause kommen. Genau. Jetzt noch ein paar Tipps, wie man es schafft, so viel Geld zu sparen. Das erste, was wir gemacht haben, ist zusammenzuziehen. Also eigentlich nicht das erste, aber leider relativ spät. Aber dann haben wir es doch noch gemacht. Wir sind zusammengezogen und teilen uns einfach die Kosten für Wohnung, Strom, Wasser, Internet, Netflix. Alles. Dadurch spart man halt auch unheimlich viel. Genau. Dann haben wir noch 2 andere coole Tipps. Also ich finde, das ist richtig nice. Wir haben einmal nämlich, das habe ich mal bei Instagram entdeckt, so eine Haribo-Boxen, wo dann so eine Tabelle halt ist. Von 1 bis 100 sind hier die Zahlen aufgelistet und immer die Zahl, die man halt reinwirft, schwärzt man dann praktisch oder macht ein Kreuzchen. Und wenn die ganzen Zahlen durch sind, also durchgekreuzt, kann man das so sagen, keine Ahnung, dann hast du auf jeden Fall hier 5.050 € drin. Und das haben wir auf jeden Fall gemacht. Also ich weiß nicht, wie viele Kreuze bei dir sind. Da sind auf jeden Fall noch viele über. Aber hier bei mir ist auch schon einiges weg. Klar, die hohen Zahlen sind natürlich nicht so weg. Und dann haben wir auch noch angefangen, jetzt wo wir zusammengezogen sind, was ich euch sehr empfehlen kann. Also auch allgemein so im Alltag, wenn man auch nicht vorhat zu reisen, einfach so für sich zu sparen. Haben wir uns so ein Budget immer festgelegt. Also wir wissen, wir haben erstmal unsere Fixkosten ausgerechnet, wie viel geht jeden Monat vom Konto weg. Miete, Abos, Vereine, Fitnessstudio, irgendwie sowas. Wenn da was immer so auf jeden Fall weggeht, das haben wir erstmal zusammengerechnet, dann das von Gehalt abgezogen und dann hatten wir so eine Endsumme, was jeden Monat überbleibt. Und dann haben wir das unterteilt in Sachen, die wir halt noch im Monat ausgeben, also zum Beispiel wie Freizeit. Ja, okay, ich habe jetzt hier Maniküre. Das ist natürlich unnötig, kann man natürlich weglassen. Auto, also tanken zum Beispiel. Dann haben wir so ein Sonstiges. Was habe ich hier noch? Geburtstage. Also immer so. Und dann habe ich da immer mir so die Summe reingemacht, wo ich weiß, okay, das gebe ich ungefähr aus. Oder will höchstens das ausgeben. Und das, was am Ende übrig bleibt in diesen Umschlägen, kommt dann wieder in die Haribo-Box. Also wir versuchen nur mit Bargeld irgendwie zu leben. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut und es bleibt wirklich erstaunlich viel über. Also das ist eigentlich heftig, wie viel da eigentlich überbleibt, wenn man da wirklich sich das so einteilt. Es funktioniert sehr gut. Man hat halt einfach auch einen besseren Überblick über sein Geld und hält nicht immer nur die Karte hin, wenn man irgendwie einkaufen geht oder so. Ja, also es ist schon echt gut. Ja, jetzt können wir ja noch ein paar genaue Spartipps sagen, ne? Also sowas wie Sachen verkaufen bei Vinted oder eBay, Kleiderkreise gibt es, das ist ja Vintage, aber oder Flohmärkte machen. Da haben wir auch schon einiges verkauft bei Vinted, auch bei eBay. Gerade als du jetzt ausgezogen bist bei deiner Wohnung und zu mir gezogen bist, hast du ja so Kleinigkeiten auch verkauft, die du nicht mitgenommen hast. Jetzt machen wir auch demnächst nochmal so einen Flohmarkt, um den Rest an Klamotten nochmal loszuwerden. Also das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Was hast du noch? Dann natürlich ganz klar, nicht so oft auswärts essen gehen, lieber mal selber kochen zu Hause. Ist ja auch immer echt teuer. Oder
weiß ich nicht jedes Wochenende jetzt in die Cocktailbar gehen und was trinken gehen. Oder zum Beispiel auch beim Einkaufen, beim Shoppen einfach dreimal überlegen, ob ihr das Teil wirklich braucht oder ob ihr es nur kauft, weil es jetzt gerade geil aussieht. Ja, das sind halt noch so allgemeine Tipps, die, glaube ich, aber auch jeder kennt. Ja, aber wir müssen beide gestehen, wir sind nicht so, dass wir uns so viel... Also, wir haben uns trotzdem gegönnt, sage ich jetzt mal. Ja, also, wir waren jetzt trotzdem im Urlaub und wir fliegen jetzt auch nochmal im Juni nach Mallorca. Also, wir gönnen uns trotzdem, aber auch, weil wir es durchgerechnet haben und das halt einfach hinbekommen haben mit den 15.000. Wenn man sich natürlich halt eine Deadline setzt, kann man das ja auch perfekt ausrechnen. Wie viel muss man jeden Monat zur Seite legen, damit man das und das hinbekommt. Und deswegen haben wir das alles hinbekommen und geschafft. Und man kann natürlich auch mal nebenjobben, wenn man die Zeit dafür hat. Ich habe jetzt einen Vollzeitjob mit Schichtdienst. Das ist natürlich, man ist sehr eingeschränkt. Aber auch das kann man gucken. Was wir auch zum Beispiel gemacht haben, war im Sommer auf Festivals so gejobbt. So, da kannst du dich halt auf so verschiedenen Seiten anmelden und dann wirst du halt für die Festivals quasi, kannst dich anmelden und wirst dann gebucht und arbeitest dann hinterm Tresen. War auch ganz cool, die Erfahrung, aber ich fand es sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja, die Füße haben gebrannt. Ja. Aber ja, das kann man auch machen. Da gibt es ja einige Firmen, die da so irgendwie, sag ich jetzt mal, mehrere Festivals betreuen und dann kann man sich immer für die Festivals einschreiben. Das hat eigentlich auch ganz viel Spaß gemacht, weil es ist eigentlich relativ leicht verdientes Geld, weil man hat ja irgendwie auch so ein bisschen Benefit davon, weil man kann ja auch die Zeit dann auf dem Festival verbringen, wenn man gerade nicht arbeitet. Man hat eigentlich auch irgendwie coole Leute um sich, man lernt coole Leute kennen, also eigentlich macht es Spaß, aber es ist sehr, sehr anstrengend für die Füße. Ja. Genau, und wenn ihr nichts verpassen wollt, wie es bei unserem Kontostand ausschaut, dann schaut doch gerne auch auf Instagram und TikTok vorbei. Wir werden dann wahrscheinlich auch immer Videos zwischendurch machen, wie viel wir ausgegeben haben für dieses Land oder für diese Stadt oder für diesen Tag, wie viel wir essen können mit 5 Euro in Thailand oder sowas. Das werden wir auf jeden Fall machen und euch das mitteilen. Wir hoffen natürlich, dass wir mit diesen 15.000 Euro pro Person perfekt auskommen und... Gut, das war's dann von uns. Danke fürs Zuschauen. Ciao!